Was ist dein Sternzeichen? In der westlichen Astrologie ist es ein Sternbild, das deinem Geburtstag entspricht. Aber laut dem chinesischen Tierkreis oder Sheng Shao ist dein Xiuxiang ein Tier, das deinem Geburtsjahr zugeordnet ist. Unter den vielen Mythen, die diese Tiere und ihre Anordnung erklären, hält sich der über das große Rennen am beständigsten. Der Geschichte nach wollte Himmelsherrscher Yudi, der Jade-Kaiser, einen Weg finden, Zeit zu messen und veranstaltete ein Rennen. Die ersten 12 Tiere, die es über den Fluss schafften, bekamen einen Platz im Tierkreiskalender, je nach ihrer Ankunft. Die Ratte brach schon in aller Frühe auf, aber auf dem Weg zum Fluss begegnete sie dem Pferd, dem Tiger und dem Ochsen. Weil die Ratte klein war und nicht gut schwimmen konnte, bat sie die größeren Tiere um Hilfe. Während Tiger und Pferd ablehnten, stimmte der gutherzige Ochse zu, sie über den Fluss zu tragen. Doch kurz vor Erreichen des anderen Ufers sprang die Ratte von dessen Kopf und sicherte sich den ersten Platz. Der Ochse wurde Zweiter, gefolgt vom mächtigen Tiger. Der Hase war zu schwach für die Strömung, also hüpfte er gewandt über Holz und Stein und wurde Vierter. Dann kam der Drache, der nicht direkt über den Fluss flog, sondern anhielt, um anderen Tieren zu helfen. Nach ihm galoppierte das Pferd über den Fluss. Doch gerade als es angekommen war, glitt die Schlange an ihm vorbei. Das Pferd erschrak, bäumte sich auf und ließ sie so als Sechste ins Ziel. Der Jade-Kaiser blickte auf den Fluss und sah, wie das Schaf, der Affe und der Hahn zusammen ein Floß durch das Schilf lenkten. Als sie drüben ankamen, beschlossen sie, den 8. Platz dem Schaf zu geben, das für ruhige und harmonische Stimmung gesorgt hatte, gefolgt vom Affen und dem Hahn. Als nächstes kletterte der Hund ans Ufer. Er war ein guter Schwimmer, tollte aber so lange im Wasser herum, dass er erst als 11. das Ziel erreichte. Den letzten Platz belegte das Schwein, das hungrig wurde, Futter suchte und schlief, bevor es schließlich über die Ziellinie watschelte. Und so ist jedes Jahr einem der Tiere in dieser Reihenfolge zugeordnet. Dabei beginnt der Zyklus alle 60 Jahre neu. Warum 60 und nicht 12? Der traditionelle chinesische Kalender besteht aus 2 überlappenden Systemen. Die Tiere des Tierkreises gehören zu den sogenannten 12 Erdzweigen oder Zhuhediche. Ein weiteres System, die 10 Himmelsstämme oder Zhuetiangan, steht in Verbindung mit den 5 klassischen Elementen: Metall, Tin, Holz, Mu, Wasser, Shui, Feuer, Hor und Erde, Tu. Jedes Element ordnet man Yin oder Yang zu, wodurch ein 10-jähriger Zyklus entsteht. Verbindet man die 12 Tiere mit den 5 Elementen sowie dem Yin und Yang der Himmelsstämme, entstehen daraus 60 verschiedene Kombinationen, der 60-Jahre-Zyklus genannt Ganzhi. Ein im Jahr 1980 Geborener wäre vom Zeichen ein Yang-Metallaffe und ein 2007 Geborener wäre ein Yin-Feuerschwein. Außerdem gibt es noch ein inneres Tier, abhängig vom Geburtsmonat, ein wahres Tier, abhängig vom Geburtstag und ein geheimes Tier, abhängig von der Geburtsstunde. Das große Rennen bestimmte angeblich, welche Tiere im chinesischen Tierkreis verankert sind, aber mit dessen Verbreitung in Asien wurde er von anderen Kulturen an deren Vorstellungen angepasst. Im vietnamesischen Tierkreis bist du vielleicht eine Katze statt eines Hasen. Und in Thailand ersetzt die geheimnisvolle Schlange Naga den Drachen. Ob du nun daran glaubst, was der Tierkreis über dich aussagt oder nicht, verrät er dennoch viel über die Kulturen, aus denen er stammt. Noch mehr Mythen gefällig? Reise in die Unterwelt Xibalba, wo Zwillingsbrüder in einer Maya-Geschichte versuchen, die Götter des Todes zu überlisten. Oder entdecke in diesem Video den japanischen Mythos des gestaltwandelnden, trickreichen Waschbären.